Today we're talking to the real boss. But the talk that's following now is going to activate the subtitles now so you can follow the whole discussion. Heute haben wir einen Talkgast, ohne den es die Fortis so, wie sie heute ist, nicht geben würde. Und zwar ist es die Frau vom Jupp, die Petra. Und ich freue mich voll drauf. Du hast gesagt, du bist ein bisschen nervös. Ja, voll nervös. Echt jetzt? Ja. Warum? Ich habe sowas noch nie gemacht und es ist irgendwie so, ich präsentiere mich das erste Mal bewusst der Öffentlichkeit und es ist schon ein Schritt, den ich nicht von mir gewohnt bin. Okay. Wie gesagt, wir sprechen heute mal mit dem wahren Boss. Und naja, ich finde schon. Ne? Also ich glaube, so im Hintergrund die Fäden ziehen, das machst du schon auch gerne. Und beistehen vor allem? Beistehen. Fäden ziehen nicht, sondern beistehen. Beistehen. Okay. Der Jupp weiß von der ganzen Sache hier nichts, weil wir das kurz vor Weihnachten ausstrahlen zur Weihnachtsfeier. Deswegen wird das, glaube ich, noch lustig. Und sorry, Jupp, dass das so passiert. Aber ja, wir geben unser Bestes, dass das eine runde Nummer wird zum Jahresende. Genau. Petra, sag doch mal den Zuschauern kurz, wer du eigentlich bist, wo du herkommst, was du sonst so machst, was du beruflich gelernt hast. Ich glaube, damit die Leute ein bisschen ein besseres Bild kriegen, wer du bist. Ja, erstmal hallo zusammen. Schön, dass ich heute da sein darf. Ich finde es echt spannend, hier zu sein. Zu meiner Person, ich bin ein unglaublich offener Mensch, neugierig. Ich probiere gern neue Sachen aus, gehe gern neue Wege, bin aber immer strukturiert, konsequent, Ja. aber im Großen und Ganzen ein einfacher Mensch, der eigentlich immer vom Positiven ausgeht. Also wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann denke ich mir immer, hey, das schaffen wir irgendwie. Irgendeine Lösung gibt es immer. Ausprobieren, Fehler machen, neu probieren. Und ja, so würde ich mich beschreiben. So eigentlich als einfachen Menschen. So einfach zu haben, glaube ich jetzt. Also einfach zu haben ist sie nicht. Nee, also nicht einfach zu haben, aber so zu handeln. Einfach zu handeln. Nein, also das kann ich nur bestätigen. Also es macht wirklich Spaß. Am Anfang hat es ja noch nicht so viel mit der Fortis zu tun, als Jupp das übernommen hat. Ja. Aber jetzt immer mehr. Wie lange gibt es euch schon im Doppelpack? Jetzt 24 Jahre sind wir zusammen. Verheiratet seit 18 Jahren. Und die Kinder haben auch zwei tolle Jungs zu Hause, eben den Luis und den Toni, die sind 15 und 17 Jahre alt. Es ist eine lustige Zeit. Also ich war jetzt die letzten 17 Jahre ja zu Hause, wirklich Vollzeitmama, habe eben ein bisschen was in der Fortis gemacht, aber für mich war schon wichtig, zu Hause zu sein. Komme ja ursprünglich aus der Fotografie und Architektur. Ja, und jetzt bin ich bereit, so den nächsten Schritt zu gehen. Jetzt macht es mir richtig Spaß, in der Fortis ein bisschen was zu machen. Immer mehr mit einzusteigen. Die Kinder brauchen mich nicht mehr so viel. Und dann was gemeinsam mit meinem Mann zu machen und auch mit der Firma, das gefällt mir sehr gut. Also ich muss auch sagen, das merkt man total. Also ich finde, dass ihr gut miteinander harmoniert, gut streiten könnt, gut diskutieren könnt und immer eine gute Lösung findet, die irgendwie für alle Seiten am Ende gut passt, glaube ich. Ja, das macht viel aus. Ein Familienunternehmen besteht ja eigentlich aus 2 Teilen, wie der Name schon sagt. Wie genau würdest du das Thema Familienunternehmen für dich eigentlich definieren? So? Familienunternehmen. Ja, für mich heißt es eigentlich, dass die Familie eigentlich einen Beitrag dazu, dass sie einen Beitrag hat in der Firma, dass sie ein Standing hat in der Firma, dass man sich gegenseitig unterstützt in der Firma. Es ist nicht unbedingt zwingend, dass jetzt die nächste Generation übergeben wird, wäre sehr schön natürlich. Nichts, das wir jetzt erwarten würden. Aber für mich ist ein Familienunternehmen, wo der Chef die Leute persönlich kennt. Die Fortis ist für uns eine Familie. Das heißt, wir wissen ein bisschen am Background, was macht denn jeder, was macht jeden persönlich aus. Es ist auch so, dass jeder mit Problemen zu uns kommen kann. Im Grunde ist es Familienunternehmen nicht nur die Trennung zwischen Familie und Privat, sondern eigentlich ist es fast ein bisschen ineinander verwachsen. Mhm. Die persönliche Note. Also das ist ja auch das, was ich so brutal schätze. Also ich habe mal in einer großen Firma gearbeitet und muss sagen, also
da gehst du halt nach dem Feierabend nach Hause und dann ist auch gut. Ne? So. Aber ich finde halt, wenn man wirklich so das Thema Familienunternehmen, es bleibt immer so ein bisschen kleiner, aber dafür auch kompakter irgendwie in sich. Ja? Also jeder hat mit jedem was zu tun. Genau. Man hilft sich und so weiter. Und Man das ist halt sich, schon viel wert, finde ich. Ja. Ohne dich wird es die Fortis so, wie sie heute so ist, gar nicht so wirklich geben, gehe ich mal von aus. Ich meine, der Jupp war damals auf der Suche nach was Neuem, so wie wir das alle wissen. Und da gab es ja verschiedene Optionen. Aber wie habt ihr die Entscheidung getroffen? Ja, das machen wir jetzt. Naja, also es war ja klar, dass der Jupp irgendeinen Invest sucht. Und wir wussten aber jetzt nicht, in welche Richtung es geht. Und haben uns da verschiedene Sachen angeschaut. Und dann kam eben der Jupp nach Hause und sagt, du, ich bin jetzt da gerade in Grenchen vorbeigefahren und die Fortis ist zu kaufen. Und der war so voller Freude und so aufgeregt und so nervös. Und dann sage ich, ja, Uhren, okay, kannst du damit was anfangen? Sagt er, nein, aber ich kann ja alles lernen. Klar, dann diskutiert man, was könnte denn auf uns zukommen, Worst-Case-Szenario, was ist es auch für uns als Partner? Also auch in der Beziehung, welche Konsequenzen sind denn daraus? Jetzt aktuell ist es so, dass der Jupp unter der Woche halt in Grenchen lebt und am Wochenende dann daheim ist. Aber das war für uns alles kein Ding. Aber sagen, das ist ja alles auch absehbar. Es ist vielleicht die ersten 5 oder 10 Jahre, wo es ein bisschen intensiver ist. Und bis dahin sind unsere Kinder auch so alt, dass ich dann vielleicht auch mehr dabei sein kann, was jetzt gerade anfängt nach 5 Jahren, was natürlich schön ist. Also wir haben einfach das Pro und Contra abgewogen, was es für uns als Familie bedeutet, was es für uns als Paar bedeutet und uns dann entschieden, ja, das kriegen wir hin, das machen wir. Ihr macht das gut. Ihr macht das gut. Also ja. Ich kann da nur den Hut ziehen und sagen, ich finde es stark, dass man so einen mutigen Schritt in etwas wagt, was man so gar nicht kennt. Ich hätte ja verstanden, wenn der Jupp gesagt hätte oder ihr gesagt hättet, jetzt machen wir das mit dem Holunder und so, jetzt lass doch noch mal Erdbeeren oder sowas machen, weil da kenne ich mich aus. Aber so ein komplett neues Feld aufzumachen, ist schon sehr mutig. Ja, ich meine, das ist ja auch immer mit sehr viel Geld am Ende des Tages verbunden, was man da reinstopfen muss tatsächlich. Ja. Aber wie man sieht, mit genügend Liebe, Herzblut, Unternehmergeist. Also wir hätten das, also ich muss sagen, ich hätte das überhaupt nicht erwartet, dass also ich habe schon erwartet, dass es den Jupp Freude macht. Ich glaube, wir haben die Arbeit unterschätzt, weil der Jupp war überzeugt, das Unternehmerische hat er drauf. Ja. Das kann er, das funktioniert. Aber das Uhrenthema, das Entwerfen, die ganze Handlungskette vorher, nachher, das ist so ein Riesenstrang, das haben wir nicht erwartet. Aber das macht so unglaublich viel Spaß. Und das war wirklich ein bisschen schicksalsmäßig. Das hat einfach in die Zeit perfekt gepasst. Es wäre 5 Jahre vorher, 5 Jahre später vielleicht nicht ideal gewesen. Das hat einfach irgendwie so kommen müssen. Ja. Schicksal, glaubt's oder nicht. Beim Jupp, der Jupp hat mir am Anfang gesagt, als er das übernommen hat, sagt er, Jungs, ich mache jetzt 3 Jahre lang, hier bin ich da, so, und dann gehe ich nach Hause und dann macht ihr das. So, jetzt ist es Jahr Nummer 6, 7. Ja, im Oktober war es 6, hat es ja 6 Jahre angefangen. Also öfter im Büro als ich. Shame on me. Und ich glaube, der hat einfach so viel Freude daran. Ja. Ich glaube, das war noch mal so wie so ein zweiter Frühling, was das Berufsleben angeht, absolut, oder? Absolut. Das ist das erste Mal, dass er was gemacht hat, was er nur für sich gemacht hat, eigentlich. Das andere Familienunternehmen, klar konntest du dich in einem kleinen Bereich irgendwie mal in die Richtung ändern oder was Neues machen, aber die Grenzen waren relativ fest, was du da machst. Und das Thema Frucht ist jetzt auch nicht super spannend. Und im Vergleich zu Uhren nicht. Und das ist jetzt, also der Jupp definiert sich nicht als Arbeit. Das ist auch so, am Wochenende, wenn er Zeit hat, dann schraubt er ein bisschen rum und dann macht er hier was. Oder dann, auch wenn wir in der Stadt sind, wir gucken Schaufenster von Uhren an, diskutieren über Uhren, über alles Mögliche, über die Armbänder, über die Dicke, über die Schließen. Und das ist keine Arbeit. Das ist einfach wirklich Passion. Schraubst du selber auch? Ja. Ja? Aber nur Bänder. Sehr gut. Aber das steht noch aus. Ich muss noch einmal zu Milan runter. Ja, muss man noch. Und muss mal. Ich war super schlecht. Ja. Also super schlecht. Hättest du nicht verkaufen können. Nee, das möchte ich ganz gerne machen. Jetzt, wie gesagt, wenn ich öfter eine Fortis bin, dann. Sehr gut. Wir haben die Fortis, das habt ihr vielleicht ein bisschen mitgekriegt, umgebaut. Und wenn ich sage, dann meine ich eigentlich Petra. Wie war der Umbau für dich? War das
es ging ja dann doch, also ich weiß, wir hatten das Atelier fertig und dann kam hier Lockdown. Ja, genau. Und dann die anderen 2 Stockwerke. Das ging ja schon eine Zeit. Also Das war lang, ja. Also für mich war es in dem Sinne spannend, weil ich im Bereich Architektur arbeiten konnte, was mir unglaublich viel Spaß macht. Ich habe die Fortis dadurch mehr kennengelernt, weil ich mich natürlich auch mit der Geschichte befassen musste, mit dem Gebäude, auch mit den Anforderungen, welche Mitarbeiter brauchen welche Anforderungen. Das Atelier, wo die Uhrmacher arbeiten, die brauchen Unterdruck, die brauchen saubere Luft. Und das alles muss dann zusammenspielen in den einzelnen Räumen. Dann das ganze Projekt selbst gestalten zu können. Das heißt, ich habe Bauplanung gemacht, ich habe Bauleitung gemacht, ich habe die Pläne selbst gezeichnet und auch mit den ganzen Verantwortlichen, mit den ganzen Firmen gesprochen. Und das war echt eine coole Arbeit. Der Jupp hat mir da extrem freie Hand gelassen. Nur bei den wichtigen Entscheidungen, also bei den optischen Entscheidungen, habe ich natürlich dann ihn oder das Team mit einbezogen. Aber ansonsten habe ich da recht frei gearbeitet und das gefällt mir schon. Projektmanagement ist schon so dein Ding auch, ne? Das mache ich gern. Also das Chapeau, ich habe selber umgebaut, ich weiß, was das für ein Krampf sein kann. Von daher, das ist wirklich toll geworden, falls ihr noch nicht da wart. Herzlich eingeladen, schreibt eine E-Mail. Nicht einfach so kommen, E-Mail schreiben. Genau, jetzt sind die Kinder deutlich größer. Ja. Sowohl im Alter als auch, also sie sind größer als ich, was nicht keine große Kunst ist, aber ja. Was machst du heute bei der Fortis? Jetzt aktuell mache ich eigentlich Eventmanagement. Das heißt, wenn wir Messen haben, also die Messen, auf welche Messen wir gehen, entscheidet das Team. Was ist sinnvoll, wo gehen wir hin. Aber wenn es dann geht, Location-Wahl, vor Ort Catering, Standaufbau, Standplanen oder wenn wir Events haben, alles im Grunde rund um die Events organisieren, das mache ich gern. Und das macht Spaß. Und dann, wenn es geht, auch auf den Events und auf den Messen dabei sein. Das ist natürlich jetzt immer noch so, ich muss absprechen, wann hat die Oma Zeit für die Kinder oder für den Hund. Aber es wird mehr und es wird einfacher und ich finde es toll, dass ich da dabei sein kann. Kommen die Kinder irgendwann mit? Auf die Weihnachtsfeiern gern. Nein, ich rede jetzt mal so von San Francisco oder so. Du, also ich weiß nicht, da bin ich hin und her gerissen, weil irgendwie ist es auch so eine Me-Time für Jupp und mich, wo wir mal nicht Mama, Papa sind, sondern einfach Jupp und Petra. Ja, gut. Und das schon auch genießen. Die müssen auch nicht überall dabei sein. Aber ich kann das komplett nachvollziehen. Also wenn sie dann irgendwann mal Bock haben, dürfen sie gerne, aber ja, ich finde das jetzt gerade, ich komme jetzt gerade raus aus diesem Fullzeit-Mami sein und jetzt so ein bisschen Zeit ohne, also nicht immer, aber mal so eine Zeit für mich und mit Jupp haben. Ja. Das darf schon sein. Das ist sehr cool. Ich kann euch sagen, wir schlafen nie schlecht und wir essen immer grandios, wenn Petra alles organisiert. Also von daher, ja, das ist wirklich sehr, sehr gut. Du hast jetzt ein neues eigenes Projekt dir auf die Fahne geschrieben in der Fortis. Ja. Mach mal so die Umrisse. Die Umrisse. Prinzipiell geht es darum, dass ja das Team der Fortis die Entscheidungen treffen, wie eine Uhr aussieht, welche Tools verbaut werden, zu 100% aus männlichen Teilnehmern besteht. Bisher, muss ich sagen, haben sie ihren Job auch sensationell gemacht. Ich wurde halt bei den Entscheidungen immer erst gefragt, wenn es darum geht, welche Farbe zum Beispiel. Oder also so. Und ja, ich habe mir nur gedacht, wie würde die Uhr jetzt aussehen oder wie würde eine Uhr aussehen, wenn ich da mitreden dürfte? Würde es sich arg verändern oder würde man es gar nicht merken? Und das ist mal der erste Schritt und der nächste Schritt ist vielleicht dann noch einen Schritt weiter. So, mal gucken, weiß ich noch nicht, aber eventuell könnte man in diese Richtung ja gehen. Da hast du den Xavier schon um den Finger gewickelt. Ja, wir fangen jetzt mal an mit so einem Brainstorming. Aber einfach mal so in den Raum rein. Keine Ahnung, was dabei rauskommt. Vielleicht kommt was komplett anderes raus, was wir gar nicht erwartet haben. You never know. Ja. Wir sind da open-minded. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut, weil es der Uhrenbranche generell gut tut, dass Frauen mehr mitreden. Ja. Also generell jeder Branche. Ich glaube, es tut der Marke Fortis sehr gut, weil wir doch sehr männerlastig sind und sehr große Uhren bauen, schwere Uhren bauen. Ja. Ich trage gern schwere, große Uhren, aber egal, ob sie jetzt groß oder klein oder schwer sind, und es ist auch nicht wichtig, ob eine Frau jetzt eine andere, ich finde einfach, ich persönlich
habe einfach manchmal noch so Sachen, wo ich sage, ach, das könnte man vielleicht noch geiler machen. Das ist nur für mich, jetzt unabhängig davon, ob das jetzt für eine Frau oder für einen Mann ist. Aber ich glaube, einfach ein anderer Blickwinkel schadet keiner Sache. Nein, absolut Das nicht. ist egal, ob es jetzt eine Uhr ist oder was anderes. Absolut nicht. Ja. Da sind wir auf alle Fälle mega gespannt, was da kommt. Ich auch. Ich lasse dich da auch voll überraschen. Ja? Also du machst der Jupp, einfach ja, und ich will nur Ergebnisse sehen. Ja? Nein, der Jupp darf auch nicht. Also der Jupp hat auch schon, gleich hat der Jupp auch gesagt, sagt der, Frau, jetzt mach einfach, worauf du Bock hast. Setz Richtig dich mit dem gut. Xavier, sperr dich ein und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Richtig gut. Welches Modell bei der Fortis ist denn aktuell so dein Favorit, wenn du jetzt auswählen müsstest? Mich tut mich unglaublich schwer zu sagen, welches ist das One and Only, weil ich habe alle daheim, muss ich sagen. Und ich mache das wirklich so stimmungsabhängig oder eventabhängig oder ja, wie bin ich gerade drauf, was möchte ich gerade ausstrahlen oder wer möchte ich heute sein. Aber eigentlich muss ich sagen, ist es schon der Novonaut, weil der ist für mich Toolwatch pur. Aber er ist trotzdem designt, er ist trotzdem schick. Und das ist das, was ich gerne mag, diese Kombination aus powerful und trotzdem elegant. Und das ist für mich jetzt schon eigentlich der... Deswegen wahrscheinlich auch der blaue und nicht der schwarze. Eben, genau, der ist für mich noch ein bisschen so Design, ein bisschen stylisch. Okay. Wenn du so heute über die Fortis nachdenkst, was bedeutet dir die Fortis? Mehr, als ich gedacht hätte. Die Fortis ist für uns, glaube ich, schon viel mehr als nur ein Unternehmen und nur ein Invest, mit dem wir Geld machen wollen, sondern es ist eine Herzenssache, die wirklich Spaß macht und wo wir unglaublich gerne das, glaube ich, weitermachen würden, dass es die nächsten Generationen, so dass es in ein paar Jahren das heißt, oh, das ist schau, mein Urgroßvater hat die Fortis übernommen und dann ist das und das passiert, so. Das wäre schon schön. Also wenn wir da erfolgreich wären und das würde ich mir wünschen. Also so am Ende des Tages so gemeinsam was auf die Beine stellen, was in der Zukunft einfach noch lange wie ein guter Olivenbaum. Bestand hat, ja. Aber einen gesunden Bestand hat. Also es soll, also wenn es nach mir gehen würde, würde ich sagen, einfach so, dass es reicht, dass alle glücklich sind, aber nicht mehr. Dass man immer sich noch kennt, dass man immer noch von nicht gierig werden und so die Größe von einem Unternehmen zu schaffen, wo es möglich ist, dass du dich wirklich noch persönlich kennst. Die Leute keine Nummern und keine Zahlen sind. Ja, ich glaube, da können sich, glaube ich, ganz, ganz viele Leute mit identifizieren, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele unserer Kunden tatsächlich kleine und mittelständische Unternehmen sind, auch schon Familienbetriebe seit x Jahren, Jahrzehnten. Ich glaube, das sind die Werte, auf die Bock haben. Ne? Also sie wollen nicht auf der Stange irgendwas, nur weil ein großer Name draufsteht, sondern irgendwas Echtes, wollen was Echtes. Ja? So. Und ich glaube, das ist das, was wir, glaube ich, ganz gut hinstellen können. Ja. Haben die Kinder irgendwie mal gesagt, so eines Tages? Was ist es schwer, weißt du? Die sind ja noch jung, aber ich meine, die müssen ja selber noch finden. Ein bisschen. Die sind jetzt gerade mitten in der Pubertät. Also sind jetzt 15 und 17 Jahre. Die haben jetzt so viele andere Sachen im Kopf. Ich glaube, irgendwo im Hinterkopf ist der Gedanke schon, aber wir bauen da echt null Druck auf. Also, weil ich finde, das Schlimmste ist so ich habe gar keine Möglichkeit, ich muss in ein Unternehmen vom Vater gehen. Ich finde, sie sollen mal die Flügel ausbreiten, sollen in die Welt rausgehen, sollen die Welt kennenlernen. Und wenn sie in 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren zurückkommen und sagen, eigentlich finde ich das schon geil, was ihr da macht. Also das würde mich schon interessieren. Fände ich mega. Ich würde es mir auch gar nicht wünschen, dass jetzt einer die Schule fertig macht und sagt, ich steige ins Unternehmen ein. Ich finde schon, dass du Lebenserfahrung erstmal sammelst und das ist in diesem heimatgebundenen Kreis, wo dich jeder kennt und wo du immer nur der Sohn vom Chef bist, glaube ich, nicht einfach. Deswegen erstmal in die Welt raus, Erfahrungen sammeln und wenn man persönlich bereit ist, dann zurückkommen. Aber das wäre schön, wenn sie dann zurückkommen. Ich glaube, das wäre schon schön. Ja, sehr gut. Ich habe noch so ein paar Fragen über den Jupp tatsächlich. So ein bisschen unnützes Wissen, damit alle, die da zugucken, ihn damit nerven können. So. Okay. Also, was treibt den Jupp im Geschäft und privat so richtig, richtig auf die Palme? Also ich muss es wissen, weil im nächsten Meeting würde ich es gerne ausprobieren. Wenn die Kommunikation nicht funktioniert. Okay.
das ist, wenn man was sagt oder es kommt nicht an oder es wird nicht so wenn du sagst, das hätte ich gern so gemacht und der andere macht es nicht so, weil er es gerade nicht verstanden hat, was du eigentlich von ihm willst. Also die Rücksprache halten und diese Rückfragen halten oder wenn es dann über 3 Ecken geht und es kommt nicht an. Also ich glaube, das ist was mein Mann wirklich tierisch fuchst. Das bräuchte ich austesten, das habe ich schon rausgefunden. Andersrum, was treibt dich über den Jupp so richtig auf die Palme? Soll ich jetzt anfangen? Ehrlich, nein, jeder hat so seine Macken. Was mich tierisch nervt, ist, wenn er Beifahrer ist und zuckt, zum Beispiel. Oder das Navigationssystem auf Nord einstellt. Oder das Navigationssystem auf nordweisend einstellt. Das sind so Kleinigkeiten. Okay. Aber nichts Dramatisches nein, in dem Fall. Das wäre... was ist das Lustigste, das Jupp je bei Fortis oder an einem anderen Event passiert ist? Oh Gott. Das ist das Lustigste. Es passiert immer Lustiges. Es passiert eben andauernd irgendwie lustige Sachen. Nein, keine Ahnung. Also unser Leben ist so voller lustigen Sachen, dass ich da jetzt nichts rauspicken kann. Okay. Wenn Jupp eine Uhr wäre, welches Modell wäre er und warum? Jetzt darf ich das sagen, ja, Vagabond. Er wäre ein Vagabond. Ja, jetzt darfst du es sagen. Wir nehmen den Talk vor dem Release auf. Genau. Du wisst es also schon. Okay. Ganz klar, weil Business Punk sagt es eigentlich. Das ist für mich die Uhr und der Jupp. Es ist auf der einen Seite der straighte Unternehmer, der Entscheidungen treffen muss. Aber auf der anderen Seite ist der Jupp jemand, der gern außerhalb der Grenzen, die Grenzen antestet und die Grenzen vielleicht auch mal überschreitet. Nicht unbedingt das so macht, wie man es von ihm erwartet, sondern ein bisschen anders, ein bisschen sein eigenes Ding. Und das ist für mich dieses Punkige. Dieses, sei anders. Ja. Aber nicht, weil du anders sein willst, sondern einfach, weil du vom Typ her so bist. Also weil du einfach die Sachen überlegst und überdenkst und sagst, nee, das ist nicht mein Weg. Mein Weg geht jetzt in die Richtung. Ja, und, das schätze ich schon auch sehr. Also dieses nicht so eine Copycat sein, nicht immer ganz konform. Ja, und auch mal ein bisschen das Maul aufmachen. Ja. Mal die Meinung sagen und sagen, ich finde das nicht gut oder das finde ich gut oder mal anders machen. Ja. Deswegen ganz klar. Ja. Was ist Jupps liebster Weihnachtsfilm? Man muss unterscheiden, ob wir ihn gemeinsam gucken müssen oder nicht. Also wenn er alleine schaut, dann würde ich sagen, Stirb langsam oder Rocky. Sehr gut. Das passt hervorragend zu Weihnachten. Ja. Und wie sieht ein typischer Sonntag bei euch aus? Typischer Sonntag? Ausschlafen, wenn wir können. Jetzt mit den Kindern ist ja wohl easy. Ja, die schlafen sowieso länger wie wir. Aber jetzt, meistens ist dann irgendwie... Aber ausschlafen, wenn wir können. Gerne Sport machen. Eigentlich gerne biken, wandern gehen, Skifahren. Oder einfach nur daheim rumsandeln, einfach daheim rumwerkeln, irgendwelche Sachen machen. Das genießen wir total. Und abends mit unseren Kindern ist eigentlich immer Film anschauen, Pizza holen und auf der Couch Pizza essen. Richtig gut. Auf der neuen Couch. Ja. Okay. Was macht ihr am liebsten in eurer Freizeit, wenn ihr mal nicht an Uhren oder Fruchtsaft denkt? Ja, eigentlich bewegen wir uns wirklich gern. Also wenn wir Zeit haben, gehen wir gern wandern und Skifahren, Radl fahren. Aber auch super gerne in Städte. Also wir sind beides, wir lieben Shopping, wir lieben Bummeln, wir lieben uns in der Café sitzen und stundenlang Menschen anschauen und lästern. Richtig gut. Lästern ist einfach schon auch was Gutes. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber das ist richtig so toll. Ich habe jetzt entschlossen, dass man das so sagen darf. Ja. Also kann ich nur nachempfinden, weil das ist wirklich lustig. Also genau. Dann habe ich noch eine Frage und zwar, was wäre Jupps ultimatives Weihnachtsgeschenk? Es ist wirklich schwierig, weil wir überhaupt keine Schenker sind. Also Jupp und ich, wir schenken und bei uns gibt es diese pflichtmäßige Schenken, weder an Geburtstagen noch an Weihnachten. Überhaupt nicht. Da sind wir wieder der Punk. Weil wir sagen, rein aus Kommerz, weil sich uns jetzt jemand vorschreibt, da und da musst du jetzt was schenken, wollen wir nicht. Wir haben es natürlich wegen den Kindern. Gab es immer Geschenke, aber eigentlich dann nur für die Kinder. Auch das haben wir sehr reduziert. Das schönste Geschenk für uns ist eigentlich immer Zeit miteinander zu haben. Aber ich weiß, was ihm sehr Spaß machen würde. Es gibt ein Gerät,
das macht Eiswürfel zu Kugeln. Ich wusste, dass das kommt. Wir haben das letztens irgendwo Genau. als wir bei uns waren. Und das haben wir vor Jahren mal an der Bar gesehen und das habe ich auch so im Hinterkopf, wenn ich mal zufällig dran denke oder Zeit habe, das ist was, wo ich sage, ach, das, egal wann, aber daran hätte er Freude, weil es einfach für ihn so ein Gimmick ist. So richtig so Nonsens. Nonsens, aber in dem Aber Moment geil. richtig gut. Ja, genau. Ja, das kann ich verstehen. Aber ansonsten, wie gesagt, wir sind keine Schenker. Es ist, wenn ich jetzt irgendwo bin und mir was sehe und denke, ach, ich glaube, das könnte dem Jupp gefallen, dann nehme ich es mit. Und bei ihm ist es genauso. Okay, schön. Oder wir kaufen uns gemeinsam was. Am besten Zeit. Ja. Ist gut. Hat der Jupp irgendeine geheime Macke, von der nur du weißt? Also wenn ja, dann ne, ist schon gut zu wissen. Ja, hat er und nein, wirst du nicht erfahren. Das ist schlecht. Ist schlecht. Na gut, okay. Ich habe es versucht. Anyway. Kaufst du seine Kleider oder sucht er sie selber aus? Wir gehen gemeinsam. Okay. Und das macht so viel Spaß. Also Jupp, beim Jupp einkaufen ist echt toll. Ja? Das ist, Was macht das besonders? Die meisten Männer, die ich jetzt vom Freundeskreis immer so, oh, meine Frau will shoppen und der mich Jupp, inklusive, ne? du inklusive. Nein, wir lieben das stundenlang Schaufenster bummeln oder ins Geschäft gehen und Sachen anprobieren, neue Sachen anprobieren. Das macht uns beiden echt Spaß. Ich kriege schon leichte Beklemmungen jetzt, wenn ich Nein, daran nachdenke. das machen wir echt gern. Schön. Ja, ist auch Zeit zusammen. Ne? Absolut. Ne? Wofür gibst du oder auch der Jupp euer Geld am liebsten aus? Genuss. Genuss. Egal in welcher Form. Essen, Zeit. Essen, Zeit, Urlaub. Einfach Sachen, die uns gut tun, Ist gut. Wieso mag er keine Tomaten? weil sie rot sind. Weil sie rot Das sind. ist ein Insider. Weil sie rot sind. Jetzt ist kein Insider mehr. Weil sie rot sind, ernsthaft. Wieso, weil sie rot sind? Das war früher in der Band immer, also Jupp mag keine Tomaten. Und seine Oma hat dann immer gesagt, er mag nichts Rotes. Für sie war es dann klar, Jupp mag nichts Rotes. Und egal, was auf den Tisch kommt, aber der Jupp mag nichts Rotes. Und das war bei der Band immer so ein Insider. Das stimmt gar nicht. Es ist absolut nicht richtig. Er mag einfach vom Geschmack her er mag zum Beispiel Tomatensauce, Ketchup, pürierte Tomaten, aber diese Stückchen und diese Fruchtfleisch innen, das findet er einfach widerlich. Kann ich mich nur anschließen. Ja. Ja. Wer ist Jupps Lieblingsmitarbeiter? Außer mir natürlich. Ich natürlich. Siehst du? Ich wusste, dass das kommt. Also bitte. Wie bereitet er sich auf Events vor? Hat er Lampenfieber? Nee, mittlerweile nicht mehr. Ich weiß, am Anfang, so Interviews, war er nervös, weil er einfach das Richtige sagen wollte, das Richtige machen wollte. Mittlerweile ist er so cool damit, dass er nicht mehr nervös ist. Und am entspanntesten ist einfach, wenn er sich gut vorbereitet. Das heißt, du weißt, welche Location kommt. Wir gehen vorher gemeinsam die Outfits durch. So, was möchte ich jetzt gerade darstellen? Ist es so oder ist es so? Und dann gehen wir die Outfits durch und besprechen das. Und er bereitet sich auf den Talk vor, mit dem talke ich, wer kommt heute. Und dann bist du entspannt, wenn du weißt, was kommt auf dich zu. Ja, das muss ich wirklich sagen, macht er immer gut. Und das merkt man. Also man merkt das wirklich, ob er in einer Situation ist, wo er weiß, was passiert oder wo er nicht weiß, was passiert. Ja. Also wir machen ja so kleine Reels und so weiter. Und leider vergessen wir das ganz oft. Und dann muss ich ihm sagen, du Jupp, wir müssten das noch machen heute. Finde er gar nicht geil. Nee. Also, finde er überhaupt nicht geil. Und dann sagt er so, was soll ich denn jetzt sagen und so weiter. Sag ich, mach's spontan. Ja. Und spontan ist, also er kann schon, aber kann, nicht, ja. wenn er das so eine, also wenn das eine interne Sache ist, dann ist easy. Aber sobald das sowas mit, ich muss das jetzt irgendwie nach draußen, dann hätte er es schon gerne. Klar, weil das ist Level ja, up. das ist was die Leute sich auch in 10 Jahren vielleicht noch anschauen. Und dann möchtest du nichts im Internet haben, wo du dich nicht wohlfühlst Ja. damit. Ja. Und deswegen, Nicht so wie ich. ja, nee, und wir sind beides Menschen, wir sind wirklich gern vorbereitet. Ja. Ja. Nee, das kann ich nur so bestätigen, ist tatsächlich so. Eine letzte Frage über Jupp. Und zwar, vielleicht auch noch beide. Das sieht immer so reibungslos aus, ne? Aber fetzt da hinter den Kulissen noch schon mal? Du meinst jetzt zwischen Jupp und mir? Ja, ja. Ehrlich gesagt, nicht arg. Also ich kann mich nicht erinnern, wann wir mal so richtig ernsthaft gestritten haben, weil wir eigentlich uns immer direkt gleich alles sagen. Also wenn mir was nicht passt, ich sage es immer sofort und er genauso. Deswegen entsteht eigentlich diese Situation, dass man sich jetzt richtig streitet, gar nicht.
Mein Mann ist ja so ein kleiner Sozialpädagoge, der ist ja immer sehr, der mag auch nicht gern streiten, aber wir sind einfach immer direkt und immer ehrlich. Ja, ist gut. Und deswegen gibt es dann nicht viel. Also wenn mir was nicht passt und ich sage, nee, da habe ich jetzt keinen Bock, und dann sagt er, warum? Und dann erkläre ich es und dann findet man eine Lösung, wie man es geil macht oder wie man es zusammen macht oder man findet eine Lösung, wie man es anders macht. Ja. Und nein, also echt nicht. Es ist auch nicht blöd dahergeredet, sondern es ist wirklich, passiert nicht oft. Ja, ich finde auch, wenn man versteht, wie ihr tickt, kann man so ein ganz vernünftiges, ja, geborgen klingt jetzt ziemlich weird, aber geborgenes Verhältnis zu euch aufbauen, weil man ja eigentlich nichts falsch machen kann. So, also, weißt du, wir können uns ganz normal unterhalten und wenn dir das nicht passt, dann kannst du es mir sagen. Ja, genau. Und das ist ja. Und ich meine, der Jupp macht das jeden Tag, von daher. Nein, also das ist für uns ist eigentlich Ehrlichkeit und Offenheit am wichtigsten. Wenn dir was nicht passt, dann sag's einfach. Ja, ja. Und das schätzen wir und das leben wir. Sehr gut. Möchtest du dem Jupp auf diesem Wege, weil wir sind ja jetzt an der Weihnachtsfeier. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Möchtest du ihm vielleicht noch so einen Weihnachtsgruß oder sowas aufs Band sprechen, Aufs sozusagen? Band sprechen. Möchte ich das? Da rein? Okay. Brauchst du aber nicht schneiden, weil das fand ich jetzt lustig. Ja, hi Schatz. Also jetzt auf dem Weg. Frohe Weihnachten. Wir tüdeln da nicht lang rum. Ich finde es cool, dass ich hier sein darf. Ich finde es cool, dass wir zusammen hier sind. Und freue mich auf alles, was noch kommt. Sehr gut. Okay, das ist jetzt wirklich meine letzte Frage eigentlich. Ne? Oder bitte, magst du vielleicht noch mal an die Leute, die das jetzt hier schauen, irgendwie, möchtest du was loswerden? Ja. Das ist jetzt die Bühne gehört dir. Okay. Also, da das jetzt ja auch unsere Weihnachtsfeier ist, natürlich auch an alle unsere Partner, Mitarbeiter, Freunde, die uns unser Leben in der Fortis begleiten. Ein Riesendank an euch. Ihr seid ein super Team. Es macht total viel Spaß, mit euch zu arbeiten. Auch mit dir manchmal. Nee, es ist echt schön, in der Fortis zu sein und auch mit allen Leuten, die rundum mit uns arbeiten, sei es unser Filmteam oder die Ambassadoren, mit denen wir arbeiten. Danke, danke, danke. Und an unsere Community. Es ist echt cool, euch zu treffen auf den Messen. Ich finde es total schön, wenn man dann die Leute auf den Messen trifft, wenn man euch persönlich kennenlernt, auf Events oder auch, wenn ihr bei uns in Grenchen vorbeikommt. Macht es gerne so oft ihr könnt, weil wir freuen uns immer über Besuch. Kommt auf die Messen. Ja, und wir sehen uns wieder. Danke. Wir wünschen euch jetzt eigentlich einfach nur noch eine frohe Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und wir sehen uns im nächsten Jahr und wir freuen uns auf euch. Kommt gerne vorbei, wie die Petra gesagt hat. Und ja, wird cool. Ja. Peace.